Schönen guten Tag zu der Kurzeinführung Hintergründe zu Roma und Sinti. Mein Name ist Marco D. Knutzen vom Bildungsverein der Roma zu Hamburg. Inhalt wird dauern ungefähr 15 bis 20 Minuten. Themen werden sein Generelles, die indischen Traditionen bei den Roma und Sinti, der Unterschied zwischen Roma und Sinti, eine Kurzeinführung in die Geschichte und ein Anreißen der Thematik Antiziganismus. Bevölkerungsverteilung in Europa. Die beiden Zahlen, die wir sehen, von bis, das eine sind die offiziellen staatlichen Zahlen, die immer gerne herunterkorrigiert werden, um sozusagen den Anspruch oder die Bevölkerungszahl der Roma gering zu halten im eigenen Land offiziell. Die zweite Zahl sind die offiziellen Schätzungen der internationalen Roma-Verbände und der nationalen Roma-Verbände. So haben wir in Deutschland ca. 50.000 bis 100.000 Sinti, 200.000 bis 400.000 Roma, welches zusammen eine Viertel bis eine halbe Million Menschen ergibt in Deutschland. In der Europäischen Union haben wir ca. 15 bis 18 Millionen Menschen. Dazu kommen nochmal 3 bis 5 Millionen Roma in der Türkei und ca. 1,5 bis 3 Millionen in Nordamerika. Hinzu kommen sicherlich noch ein paar Millionen aus Lateinamerika, die schon im 19. Jahrhundert dorthin deportiert worden sind von europäischen Staaten wie Portugal und auch Spanien und auch Großbritannien. Besondere Tage der Roma. Es gibt für Roma persönlich keine religiösen Feiertage. Roma praktizieren im Grunde genommen immer die Religion der Mehrheitsbevölkerung, sind aber immer monotheistisch. Bei Roma und Sinti gibt es eigentlich keinerlei Diskussion über Religion. Religion wird respektiert und es ist eine private Angelegenheit der Menschen. Ein weiterer besonderer Tag der Roma ist der 8. April. Das ist von der UN eingerichtete internationale Roma-Tag, basierend auf das Gründungsdatum der Internationalen Romani-Union in London, der 8. April. Es ist ein kultureller Tag, man kann dazu alles Mögliche begehen. Es ist halt kein historisch gebundener Tag an historische Gegebenheiten, außer die Gründung der Internationalen Romani-Union und an dem Tag dann auch das demokratische Abstimmen über eine Nationalhymne und eine Flagge der Roma. Der 16. Mai, einmal 1940 und einmal 1944. Zum ersten 1940 war der 16. Mai der Beginn der Deportation von Roma und Sinti aus Norddeutschland, aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Ebenso war der 16. Mai 1944 der Tag des Aufstands in Auschwitz-Birkenau II, dem sogenannten Zigeunerlager. Dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und viele Menschen, die diesen Tag noch überlebten, fanden spätestens in der Nacht zum 2. August ihren Tod in den deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern, speziell in Auschwitz-Birkenau. Am 2. August war es dann soweit und deshalb ist das der europaweite Holocaust-Gedenktag eingerichtet durch die Europäische Union und ist demnach auch zu praktizieren, zu zelebrieren, zu gedenken innerhalb der Europäischen Union auf nationaler, lokaler und regionaler Ebene. Die Rolle der Familien und die indischen Wurzeln. Die Großfamilie kann verglichen werden mit einer Nation. Den Respekt den Älteren gegenüber haben wir bis heute noch. Spezielle Reinheitsgebote, die wir aus der indischen Tradition mitgebracht haben, genauso wie die kulturellen Aspekte in indischen Großfamilien. Daher auch der bisherige patriarchalische Ansatz, der aber mehr und mehr der Realität in unseren westlichen Gesellschaften weicht. Was ist der Unterschied zwischen Roma und Sinti? Der wohl beste Vergleich ist, wenn wir Roma als Deutschland sehen und die Sinti als Bayern. Die Sinti sind halt eine Gruppe der Roma mit einer sehr starken Eigenidentifikation verbreitet, hauptsächlich, eigentlich ausschließlich
im deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, teilweise in den Niederlanden, in Polen und teilweise auch in Italien. Die Sinti sind die am frühesten nach Deutschland eingewanderte Gruppe der Roma, schon im 14. Jahrhundert. Als Beispiel die Familie Weiß lebt seit 600 Jahren auf der Hamburger Veddel. Es gibt aber auch die Position ultrakonservativer Sinti, die keine Roma sein wollen und sich von diesem Begriff abgelöst haben und sagen, Sinti seien was komplett Alleiniges. Dem ist halt so, aber es gibt halt der Großteil der Sinti, die sich mit der Flagge der Roma, mit der Nationalhymne und mit der Geschichte und der Kultur und der Sprache der Roma identifizieren. Wo wir dann noch bei den Gemeinsamkeiten von Roma und Sinti in der Sprache sind. Die gemeinsame Sprache, das Romanes, die gemeinsame Herkunft und die gemeinsame Geschichte als zweiter Bestandteil und als dritter Bestandteil der gemeinsame kulturelle Umgangskodex, das Romanipe. Geschichte der Roma. Überblick, die Frühgeschichte, das Auftauchen der Roma in Europa, die Zeit des Nationalsozialismus und Ursachen und Wirkungen durch die NS-Zeit auf Sinti und Roma. Danach fortgesetztes Unrecht nach 1945. Wo kommen die Roma her? Roma kommen aus dem Panjab-Tal. Das damalige Panjab-Tal war damals indisches Reich und ist heute auf dem Territorium Pakistans. Damals um die erste Jahrtausendwende war das Panjab-Tal geprägt durch die indische Geschichte, Tradition und Religion. Heute ist das Panjab-Tal ein Teil Pakistans. Im Panjab-Tal gibt es bis heute Dutzende Städte mit dem Namen Sindh oder Sindh. Die Gruppe der Sinti besann sich wohl bei der Eigenbenennung auf eine dieser Städte. Viele Roma-Gruppen haben jedoch Namen, die Berufe bezeichnen. Sprich Kunsthandwerker, Schmiede, Messerschleifer, Pferdezüchter, Händler, Metallexperten und Musiker. Warum verließen die Roma ihre Herkunftsregion? Entgegen dem Vorurteil des Nomaden verließen die Roma ihre Heimat nicht freiwillig, sondern als Fachkräfte, die versklavt wurden. Roma wurden als Handwerker von Mahmud von Ghazna während seiner 17 Plünderungszüge im Panjab-Tal verschleppt. Mahmud von Ghazna eroberte um die erste Jahrtausendwende das größte islamische Reich der Geschichte. So ist für Roma bis heute jeder, der kein Roma ist, ein Gajo. Vergleichbar mit dem Juden, bei denen ein Nichtjude als Goyen bezeichnet wird. Historische Bevölkerungsbewegung der Roma. Wir tauchten auf im 14. Jahrhundert in Europa. Dann gab es eine natürliche Migration im 16. Jahrhundert gen Osten. Aber es begann auch schon im 17. Jahrhundert mit Deportationen von Roma nach Brasilien, aus Portugal oder nach Mexiko, aus Spanien. Und Großbritannien deportierte erst Roma in die Vereinigten Staaten von Amerika. Als die dann 1896 sagten, wir wollen keine Zigeuner mehr aufnehmen, verschiffte Großbritannien seine Roma in seine Strafkolonien nach Australien. Die Verknüpfung der Roma mit dem Osmanischen Reich war fatal. 1436 betritt der erste osmanische Krieger europäisches Territorium. 2 Jahre später wird vom ersten Roma in Europa berichtet, in Belgrad und in Prizren. Historische Vorurteile gegen Roma durch das Auftauchen mit den Türken. So wurden wir als Spione der Türken bezeichnet, als Pestbringer, als Wilde und als Heiden. 16. bis 20. Mai 1940. Ab dem 16. Mai wurden hunderte Roma und Sinti aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zum hannoverischen Bahnhof verbracht. Von dort wurden sie in den Fruchtschuppen C geschafft. Am Morgen des 20. Mai 1940 wird der erste Deportationszug mit Roma und Sinti gefüllt, die in den vorherigen Tagen im Fruchtschuppen C gesammelt wurden. Einige überleben nur, weil sie nicht mehr in den Deportationszug passen und zur Zwangsarbeit in Hamburg eingeteilt werden. Ursachen und Wirkungen durch die NS-Zeit auf Sinti und Roma in Deutschland. Ursachen für heutiges Misstrauen gegenüber staatlicher Gewalt.
Beginn der Deportationen aus Norddeutschland am 16. Mai 1940. Abholung der Kinder aus den Klassen. Deportation durch die Polizei. Fortgesetztes Unrecht durch die Justiz. Und fortgesetztes Unrecht durch die Landfahrerzentralen, sprich die Reichszentrale zur Bekämpfung der Zigeunerunwesen, welche von den Nazis eingerichtet wurde und nach 1945 fleißig weiter betrieben wurde bis in die 80er Jahre hinein. Alle diese Ursachen resultieren in einer transgenerationellen Traumatisierung des Sinti- und Roma-Volkes. Nach 1945. Direkte Auswirkungen durch die NS-Zeit. Es wurde Wiedergutmachung verwehrt. Es wurde weiter ausgegrenzt und diskriminiert antiziganistisch. Dieses führte wiederum zur Vertreibung oder zur Staatenlosigkeit. Die Reichszentrale zur Bekämpfung der Zigeunerplage fortbestand nach 1945 bis in die 80er Jahre als Landfahrerzentrale. Erste Anerkennung des Völkermords im Nachkriegsdeutschland, erst 1982. Über 35 Jahre nach Kriegsende durch Bundeskanzler Helmut Schmidt. Die Gleichsetzung der Vernichtung der europäischen Roma und Sinti mit den Juden Europas passierte erst 1996, 51 Jahre nach Kriegsende, durch Bundespräsident Johannes Rau. Die Öffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Roma und Sinti Europas wurde erst 2012 eröffnet. 67 Jahre nach Kriegsende. Nach mehr als 10 Jahren peinlichen Streits über das Wort Zigeuner auf dem Denkmal, welches die Opfer nicht wollten, die Täter jedoch in irgendeiner Form dort mit einbringen wollten. Das ist das Denkmal. In der Mitte sehen wir das Dreieck, welches das Zeichen war für die Asozialen, worunter dann auch die Roma und Sinti firmiert wurden und bei den Nationalsozialisten. Um dieses Denkmal sehen wir viele Steine, aber alle viele vor diesem Stein, und das sind die großen, werden über 80 Vernichtungsorte und Konzentrationslager aufgezählt in ganz Europa, an denen Roma und Sinti den Tod fanden unter den Händen der Nationalsozialisten und unter den Händen der sich solidarisierenden Länder mit der antiziganistischen Politik. So wurde Frankreich 1944 befreit, jedoch schloss es erst seine Zigeunerlager im Jahr 1947. Antiziganismus. Der gesellschaftliche Antiziganismus. Der Antiziganismus wird unhinterfragt von Generation zu Generation weitergegeben wie ein europäischer Kulturkodex. Die böse Realität des Antiziganismus. Der Antiziganismus ist als Stigmatisierungsinstrument zu verstehen, in dem nicht die Umstände und die andere Seite betrachtet wird, sondern Identifizierungselemente zur Abgrenzung und Legitimierung des Handels gegenüber dem anderen die hauptsächliche Rolle spielen. Antiziganismus wird von der Mehrheitsgesellschaft frei und ungefiltert geäußert. So spielt es keine Rolle, dass bekannt ist, wo in der Nähe seit Jahrzehnten die in Anführungsstrichen Zigeuner leben. Trotzdem sind sie im Verständnis Nomaden. Vor 657 Jahren durch den Anfall des Osmanischen Reichs in Europa kamen die Roma mit den Türken auf den europäischen Kontinent. Dieses mag ein Grund sein, weshalb man sie fürchtete und ihnen misstraute, und das bis heute. Bis in die heutige Zeit haben sich diese Ängste und das Misstrauen gehalten und auch weiterhin fleißig Nahrung erhalten. Europäisches Kulturerbe. Aus der Sicht einer Rollendistanz lässt sich der Antiziganismus als eine Art europäisches Kulturerbe beschreiben. Hierbei steht das Individuum schon im Kindesalter vor der Entscheidung: Bilde und vertrete ich meine Meinung, also stelle ich die Werte und die Vorurteile der eigenen Eltern in Frage, oder glaube ich meinen Eltern? Natürlich bestreiten fast alle den Weg der Eltern, denn das, was diese sagen, ist für die Kinder das einzig Wahre. Dieses passiert seit Jahrhunderten und erreicht alle Schichten und Gesellschaften und soweit bekannt alle Länder mit europäischen Wurzeln. Die große Breite einer Nation fällt einer großen Lüge leichter zum Opfer als einer kleinen.
Ein Zitat des Propagandaministers von Adolf Hitler, Heinrich Himmler. Es handelt sich offensichtlich um eine mentale und handgreifliche innergesellschaftliche Feinderklärung gegen das nicht zu assimilierende und nicht integrierbare. Die Mehrheitsgesellschaft gibt ihrem antiziganistischen Verhalten gegenüber den Roma und Sinti eine Legitimation, weil das Individuum sein eigentliches, schreckliches Tun in einem subjektiven, logischen Sinn sieht, den die Gesellschaft teilt. Das war die Kurzeinführung vom Bildungsverein der Roma zu Hamburg. Mein Name war Marco Knutzen. Zu der Geschichte der Roma und Sinti, generellen Hintergründen und eine Anschneidung der Thematik Antiziganismus. Wir empfehlen unsere Internetseiten zur Geschichte romahistory.com, zu Nachrichten rom.news. Wenn Sie Interesse an Roma-Büchern haben, romabooks.com. Ebenso finden Sie viele Angebote von uns auf unserer YouTube-Seite mit über 800 Videos unter youtube.com/romaedu.org. Oder suchen Sie einfach den Bildungsverein der Roma zu Hamburg. Eine kleine Liste mit Publikationen haben wir darunter auch. Sehr zu empfehlen ist Winterzeit von Stanowski Winter, einer unglaublichen Holocaust-überlebenden Geschichte. Und ebenso ganz neu gibt es den Ausstellungskatalog zur neu erstellten Ausstellung Roma und Sinti Geschichte und Antiziganismus, frei erhältlich für Hamburger Schulen. Die Geschichte der Roma von mir selbst, geschrieben in Romanes, Deutsch und in Englisch, finden Sie auch über die ISBN-Nummer oder direkt auf Amazon. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Schönen guten Tag.